Steigende Temperaturen und Meeresspiegel, massive Dürre, sich ändernde Landschaften. Es ist zunehmend wichtig, sich an den Klimawandel zu gewöhnen. Das bedeutet für die Menschen, mit technischen Fortschritten Lösungen zu finden, zum Beispiel vernünftigere Stadtplanung und besseres Wassermanagement. Aber für einige Pflanzen und Tiere geht es bei der Anpassung um die älteste Lösung: die Evolution. Evolutionäre Anpassung erfolgt in der Regel über Tausende bis Hunderttausende Jahre. Doch im Fall von extrem starken selektiven Bedingungen, wie die durch sich rasant änderndes Klima verursacht sind, kann adaptive Evolution zügiger erfolgen. Seit Jahrzehnten sehen wir viele Pflanzen, Tiere und Insekten umsiedeln und Änderungen der Körpergröße sowie ihrer Blüte oder Brutzeit durchleben. Aber manche davon sind plastische, also nicht erbliche Änderungen an den eigenen Körpermerkmalen. Außerdem gibt es Grenzen, wie sehr ein Organismus seine Physiologie entsprechend den Umweltanforderungen ändern kann. Darum suchen Wissenschaftler nach evolutiven Veränderungen, die auf der DNA kodiert, erblich und dauerhaft sind und einen Grundstein für deren Zukunft legen könnte. Nehmen wir den Waldkauz. Wäre man vor 30 Jahren in Nordeuropa durch den winterlichen Wald gegangen, hätte man den scheuen Vogel eher gehört als gesehen. Vor der verschneiten Kulisse wäre sein Gefieder kaum zu sehen gewesen. Heute ist die Landschaft völlig anders. Der Klimawandel seit den 1980er Jahren hat zu wesentlich weniger Schneefällen geführt, aber man hätte immer noch Probleme, einen Waldkauz zu sehen, da sie heutzutage braun sind. Braun ist genetisch die dominante Farbe von Gefieder dieses Tieres. Aber historisch gesehen triumphierte die rezessive, hellgraue Variante aufgrund des selektiven Vorteils, sich vor Raubtieren zu verstecken. Allerdings bietet weniger Schnee auch weniger Gelegenheiten zum Verstecken. Somit verliert die graue Variante allmählich ihren Kampf bei der natürlichen Auswahl. Dabei hat der Nachwuchs der braunen Variante Vorteile in exponierten Wäldern und braune Waldkäuze gedeihen heute. Einige andere Arten erleben seit Jahrzehnten ähnliche genetische Anpassungen an den Klimawandel. Kannenpflanzenmoskitos entwickeln sich rasch, um die wärmere Temperatur auszunutzen, indem sie den Winterschlaf jedes Jahr verschieben. Die Populationen der Zweifleck-Marienkäfer, die einst zu gleichen Teilen aus pigmentierter und nicht pigmentierter Variante bestanden, haben sich fast vollständig auf die nicht pigmentierte Farbkombination verlagert. Wissenschaftler glauben, das schützt sie vor der Überhitzung. Inzwischen hat sich der Buckellachs an wärmere Gewässer angepasst, indem sie zum Schutz der empfindlichen Eier früher laichen. Der wilde Sandthymian in Europa erzeugt abweisende Öle zum Schutz vor Pflanzenfressern, die häufiger vorkommen, wenn es warm ist. Diese Pflanzen und Tiere gehören zur Gruppe von ca. 20 erkannten Arten mit evolutiven Anpassungen an den rasanten Klimawandel. Dazu zählen die Schnappschildkröte, der Waldfrosch, der Knöterich und der Komma-Dickkopffalter. Indes versuchen Forscher unter den 8,7 Millionen Arten auf der Erde, mehr Arten zu finden, die sich dem Klimawandel anpassen. Für den Großteil der erstaunlichen und wertvollen Artenvielfalt unserer Erde wäre Evolution nicht die Antwort. Stattdessen sind manche davon auf uns angewiesen, um in einer sich verändernden Welt zu überleben. Sonst droht das Aussterben. Zum Glück haben wir schon die Mittel. Weltweit fassen wir vor Ort Entschlüsse, um Anpassungen des gesamten Ökosystems zu unterstützen. Kritische Klimarückzugsgebiete werden identifiziert und ausgewiesen. Projekte sind im Gang, um mobilen Arten zu helfen, in passenderes Klima umzuziehen. Auch bestehende Parks und Schutzgebiete werden auf den Klimawandel hin überprüft, damit ihre Wildtiere damit klarkommen. Zum Glück steht es immer noch in unserer Macht, viel von der wundersamen Artenvielfalt dieses Planeten zu bewahren, die uns schließlich in vielerlei Hinsicht versorgt. Der Schutz und die Erhaltung unserer Natur muss für jedes Land, jedes Unternehmen und jede Gemeinschaft auf der Welt zu einer Priorität werden. Für einsetzbare Schritte, um dies zu erreichen, kannst du ed.ted.com/earthschool besuchen.